Die Eidgenossen verstanden es bei ihren Schlachten, das Terrain zu ihrem Vorteil zu nutzen. So geschehen bei der Landenge am Ägerisee, Schlacht bei Moorgarten. Sich auf einer Anhöhe verschanzend, warfen die Eidgenossen Geröll und Baumstämme auf die heranrückenden Habsburger. Doch nicht jedes Schlachtfeld bot eine topografische Überlegenheit, so zum Beispiel die Szenerie bei der Schlacht von St. Jakob. Flache Ebenen, praktisch keine Hügel und keine Möglichkeit, das Terrain für seine eigenen Vorteile nutzen zu können. Doch die Eidgenossen waren listenreich und gute Schmiede. So entwickelten sie eine völlig neue Waffe, die unter dem Namen Hellebarde bekannt werden sollte. Die Hellebarde war eine völlig neue Innovation aus Hieb- und Stichwaffe sowie auch einer Zerrwaffe in einem. So gelang es, die mächtigen Kavalleristen in ihren schweren Rüstungen von den Pferden zu ziehen und in einem zweiten Streich mit der Spitze der Hellebarde aufzuspießen. Die Hellebarde war so gefürchtet, dass selbst Lieder darüber geschrieben wurden, wie gut die Eidgenossen mit ihr in den Krieg ziehen konnten. Die großen strategischen Erfolge und die Rücksichtslosigkeit der einzelnen Soldaten führten bald dazu, dass große Teile der Schweizer Bevölkerung, insbesondere der Bergkantone, sich als Söldner verdingen konnten und an den großen Fürstenhäusern Europas für die Sicherheit der Monarchen kämpften. Der Ruf dieser Söldner war legendär. So hat auch der König von Frankreich, Ludwig XVI., ganze Schweizer Söldnerregimenter angeheuert, um für seine persönliche Sicherheit zu sorgen. Doch auch diese mutigen Männer vermochten es nicht, die Revolution in Frankreich zu stoppen. Bei der Verteidigung der Bastille am 14. Juli sowie auf den Sturm der Tuilerien am 10. August 1792 wurden alle Schweizer Söldner in Frankreich aufgerieben. Als Symbol des Stolzes und des Dankes an diese tapferen Männer wurde in Luzern das sogenannte Löwendenkmal gestiftet. Natürlich ließ es sich auch der Papst in Rom nicht nehmen, sich von Schweizer Söldnern, der sogenannten Schweizergarde, bewachen zu lassen. Auch diese Gardisten mussten am sogenannten Sacco di Roma, 6. Mai 1527, also die Belagerung Roms, einen hohen Blutzoll zahlen. Noch heute gibt es die Schweizer Garde und wird in ihrer Repräsentationspflicht der Bewachung des Papstes gerecht. Das Jahr 1515 sollte ein Wendepunkt in der Außenpolitik der Schweiz darstellen. Erfolgsverwöhnt und siegessicher hatten die Schweizer sogar die Ambitionen, in Europa zu einer Großmacht aufzusteigen und ihre Territorien zu expandieren. So zogen sie 1515 nach Marignano bei Mailand. Dort allerdings erlitten sie gegen die Franzosen eine derart niederschmetternde Niederlage, dass sie alle Ambitionen auf eine Vormachtstellung aufgaben und sich nur noch auf ihre eigenen Territorien konzentrierten.